In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Canva und ein paar Grafiken einen ersten Kunstdruck oder eine erste Glückwunschkarte erstellen kannst. Ich habe ja eben in dem Video über digitale Produkte, ich verlinke das mal hier oben, gesagt, dass du eigentlich ganz einfach eigene Einladungskarten, Kunstdrucke oder sonstige Dinge erstellen kannst. Und dafür kann ich dir jetzt auch noch versprechen, du brauchst noch nicht mal Photoshop dafür. Du brauchst kein eigenes Grafikprogramm, was dich jeden Monat Geld kostet. Du kannst das Ganze in Canva machen. Und Canva ist zum großen Teil sogar absolut kostenlos. Nur wenn man dann spezielle Features nutzen will, dann muss man zahlen. Aber selbst dann kostet dich das Programm im Jahr 100 Dollar, Euro. So um die 100 Euro sind das. Und naja, für ein ganzes Business ist das natürlich auch ein Spottpreis, oder? Also theoretisch, du kannst zu Canva gehen, du kannst dort Einladungskarten, Glückwunschkarten, Flyer, sonstige digitale Produkte erstellen, die runterladen und bei Etsy verkaufen. Ja, und jetzt gehen wir einmal an den Rechner und ich zeige dir mal in groben Schritten, wie das Ganze funktioniert, damit du einen Eindruck davon bekommst. So, ich bin jetzt erst einmal auf Creative Market. Und das ist eine Plattform, da bekommst du jede Art von Grafiken. Also wenn du nicht selber malen möchtest oder auch nicht kein guter Grafikdesigner bist, kannst du dir dennoch dein eigenes Business mit digitalen Produkten aufbauen. Ja? Und ich bin da jetzt mal bei Creative Market und gebe jetzt einfach mal Rainbows, das ist eine englische Plattform, deswegen auch ein englisches Wort, ein und ja, will dir einfach mal zeigen, was ich hier machen muss. Also ich habe jetzt hier Grafikpakete, da gibt es Regenbogen eben drin. Also sagen wir mal, ich nehme das hier und bezahle dafür ganze 3 Dollar, ja, wenn ich ja die kommerzielle Lizenz nehme. Und da habe ich im Prinzip schon alles drin, was ich brauche, um eine kleine Grafik zu erstellen und vielleicht ein Zitat darunter zu packen und das Ganze dann zu verkaufen. Im nächsten Schritt ich würde das jetzt kaufen und dann lade ich das runter und dann habe ich hier PNG-Dateien drin und diese PNG-Dateien, die kann ich bei Canva hochladen. Ich gehe jetzt mal hier auf Canva. Ich habe jetzt einen Account, ich habe allerdings keinen Premium-Account mehr. Deswegen siehst du gleich, was hier noch möglich ist und was leider nicht mehr. Aber wie gesagt, für 100 Euro im Monat, im Jahr kann man eigentlich nicht falsch liegen. Ne? Also, ich bin jetzt hier bei Canva und kann jetzt hier eine benutzerdefinierte Größe, also ein eigenes Dokument anlegen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein A4 haben. Also ich habe jetzt mal 20 mal 30 genommen. Ich weiß, dass das nicht genau passt, aber ich nehme jetzt einfach mal 20 mal 30 und klicke auf Neues Design erstellen. Jetzt werde ich in einen neuen Bereich geleitet und hier habe ich jetzt unendliche Möglichkeiten. Ja? Also ich habe einmal endlose Vorlagen, die ich leider nicht alle benutzen kann, solange es gratis ist. Ja? Aber hier steht immer unten rechts in der Ecke, da steht dann gratis und manchmal steht dann eben auch Premium und dann kann ich das eben nicht mehr benutzen. Aber du siehst schon, eine Menge ist auch komplett gratis hier. Ich kann aber auch das komplett selber machen, ja. Und dazu würde ich dann einfach hier mal auf meine Uploads gehen. Ich habe nämlich mal einen Regenbogen hochgeladen und diesen Regenbogen positioniere ich jetzt hier einfach in meinem Dokument. Und im nächsten Schritt, ja, weil so sieht es ja ein bisschen leer aus, ne, würde ich vielleicht hier etwas drunter schreiben oder hier etwas drüber. Das bleibt natürlich komplett deiner Kreativität überlassen. Ne? Es soll um einen Kunstdruck gehen, die sich jemand in sein Wohnzimmer hängen möchte oder vielleicht in sein Büro hängen möchte. Ja? Also deswegen einmal überlegen, was könnte da sein und vielleicht etwas zum Thema Regenbogen oder etwas Motivierendes. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier irgendwas rein. Also irgendwas, was ich hochgeladen habe. Ich habe jetzt hier Favorite Escape. Das habe ich hier drin. Ich möchte jetzt hier gerne mal gucken. Ne? Einfach mal hier ein Zitat reinladen. Also öffne ich mir jetzt einfach einen neuen Tab hier und gehe dann ein Zitat Regenbogen oder Rainbow, wenn ich das Ganze auf Englisch haben möchte. Und jetzt werden mir hier schon endlose Sprüche rausgeworfen zu dem Thema. Und ohne Tränen hätte die Seele keinen Regenbogen. Wer den Regenbogen will, muss den Regen in Kauf nehmen. Hört sich auch gut an, ne? Also eins davon wäre doch schon schön. Und das würde ich mir einfach kopieren und in Canva reinsetzen. Ne? Damit wäre schon im Prinzip die meiste Arbeit getan. Das Ganze muss natürlich noch ein bisschen hübsch aussehen, klar.
Nehmen wir einfach mal, ohne Tränen hätte die Seele keinen Regenbogen. Muss ich jetzt einmal tippen, weil hier kann ich es nicht kopieren, weil das schon ein Bild ist. Ja. Aber okay, das schaffen wir. Also gehen wir hier auf Text. Ich klicke mal einfach irgendwas hier an und tippe das mal hier rein. Jetzt ist das zweigeteilt. Ne? Hier oben steht jetzt A Gift und hier unten Just for You. Es sind zwei verschiedene Schriftarten und das zeigt mir in dem Fall an, dass das zusammengefasst ist sozusagen und ich muss das erstmal auseinanderkriegen, damit ich es bearbeiten kann. Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste hier drauf gehe und klicke auf Gruppierung aufheben, dann habe ich zwei einzelne Teile. Jetzt kann ich gucken, welchen möchte ich behalten. Möchte ich jetzt A Gift haben oder Just for You? Ich weiß auf jeden Fall schon mal, Favorite Escape passt jetzt nicht mehr. Also weg damit. Vielleicht kann ich das hier später noch gebrauchen. Setze mir das hier in die Mitte und das kommt hier unten hin. Gucken wir nochmal den Spruch an. Ohne Tränen hätte die Seele keinen Regenbogen. Also, jetzt wird getippt. Ich mache jetzt mal Command A, damit das alles hier kleiner wird. Und jetzt kann ich das hier beliebig kleiner stellen. Ich kann auch die Schriftart ändern, natürlich. Ne? Also ich bin nicht gezwungen, diese Schriftart zu behalten. Jetzt ist die Frage, was du machen möchtest. Ne? Und wahrscheinlich, wenn ich das verkaufen wollen würde, wird es auch sehr viel länger dauern, bis ich das zusammengesetzt habe. Aber jetzt im Großen und Ganzen, damit du einmal verstehst, worum es hier geht und wie das Ganze funktioniert, das wäre es schon. Ne? Also du hast eine Grafik hier drin, du hast einen Spruch hier drin, du hast hier oben vielleicht noch etwas, was du reinschreiben möchtest. Vielleicht personalisierst du das auch für jemand speziell. Oder sagst den Leuten, die können dich anschreiben und den Namen geben und du packst ihn dann da rein und verkaufst es erst dann. Ist aber nicht ganz hands-off, ne? Also, kann man sich hier überlegen. Und im Endeffekt brauchst du dann nur noch hier auf Download klicken. Du siehst schon, hier wird mir wieder angezeigt Premium. Aber wenn ich jetzt hier auf JPEG gehe, kann ich das herunterladen und dann habe ich das Bild und kann das, so wie es ist, verkaufen. Ja, und das ist natürlich schon mal eine klasse Sache. Ne? Also, das ist im Prinzip alles, was ich machen muss, um ein digitales Produkt zu erstellen. Natürlich solltest du jetzt ein bisschen mehr Mühe darin investieren. Natürlich sollte das auch alles zusammenpassen. Und natürlich ist das absolut nur ein Prototyp. Aber es ist ein Anfang. Und du hast jetzt gesehen, wie einfach das geht, wie du Materialien bekommst, selbst wenn du kein Künstler bist. Und wie du das Ganze zusammensetzen kannst. Ganz, ganz einfach. Und damit kannst du dir auch schon dein Business aufbauen. Ich hoffe, der erste Einblick in Canva hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt und die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!